So, hier haben wir unseren Top 4 Kagara-Spieler. Niam, unsere GOAT. Top 4 in Bonn. Serial bekommen. Letztes Mal 8-0 Zagreb war es ja Swiss 8-0, aber Genau. Top 16 raus. Ja. Diesmal, Leider Top 16. wie bist du gegangen mit Swiss? Mit Swiss bin ich diesmal 8-2 gegangen. Okay. Hab's gerade noch so geschafft, mit Platz 24 in den Top 3 zu kommen. Nice. Und diesmal hat das wenigstens bis Top 4 geschafft. Genau. So. Ich habe sogar, mein erstes Top 4 Match war diesmal sogar Bonnie, eines meiner schlechtesten Matchups. Und ich wurde dafür belohnt, weil ich nächste Runde Teach bekommen habe. Krass. Ja. Okay, dann legen wir los. Ja. Ich fange mit den 2Ks an. Kagara. 4 Zeus, Staple. In jedem Game Deck, ne? Genau. Vor allem gegen Grün ist viel zu wichtig. Gegen Rayleigh kommt die auch, wenn du die Early hast. Dann Viper. Ist halt, ja, auch eine Staple in Kagara. Das ist ein Searcher, ne? Genau. Search für Upper Yard. Search für Upper Yard und man kann nicht spielen. Dann Split von 5 und 6. Das ist jetzt nur Preference. Aber das Deck an sich ist schon eigentlich sehr konsistent, ne? Ja, ist sehr konsistent. Man spielt, ja, ich sag mal, die anderen Sind jetzt Staples. genau 12 2Ks gesamt. Ja. Dann andere Staples. Pfeifers Kagara, New Edition, seit OP 12. 12. Ja, OP12. Die will man eigentlich in jedem Matchup sehen. Vor allem, vorher war zum Beispiel Teach unmöglich. Weil man hat zwar die ganze Zeit rausgecheatet, aber man kann trotzdem sterben, weil man halt zu low live geht und dabei zu wenig Handkarten hat. Der ist einfach nur insane. Der macht das Teach-Match halt fast unwinnable für ihn. Ja. Dann 4 Nolans, ist der beste Heal. Ist einfach for free hier. Genau, for free Heal, wenn man Kagara draußen hat. 4 Stages für Consistency. Das sind jetzt auch, ich habe nur 5 tote Karten im Deck, basically. Okay. Und 4 davon sind Stages. Okay, und das die ist Stages krass. kann man ja auch mit Counter-Events ausspielen Ja. später. 4 Shuras. Nochmal Auch, Searcher. ja, auch Consistency und halt richtig gut gegen Grün. Damit man Activate Main Searcher und so loswerden kann und gegen Zorro, dass man einfach Don drauf macht. Dass man bei 4 Don nichts ausspielen muss. Weil, ja, Tashigi kommt. Deswegen, das gegen Grün Value Maschine, gegen alles andere ist immer Consistency. Ja, mag ich halt mehr als Jiroshi. 4 Hollies mit 4 Ohms. Das ist einfach dein bester Fordern-Play. Das waren, glaube ich, die Staples, die ich als Vor-Off alles spiele. Ja. Jetzt zu den Nicht-Vor-Offs. 3 Vanilla Kagaras, das sind die Bossmonster Ja. vom Deck. Die braucht man nicht unbedingt gegen viele Decks, aber gegen Grün ist sie halt richtig gut. Ja, sehr, sehr stark, ja. Und dann 2 Kumas. Kuma ist basically einfach nur Backup Nolan. Ja. Backup Nolan ist halt viel besser als Kuma. Aber Nolan ist nicht searchable, deswegen muss man halt mehr Heal spielen. Man hat auch einen Counter. Spielt man jetzt nicht so oft aus. Wie gesagt, weil es ein Backup ist. Würde ich erstmal zu meinen Events kommen. 3. Earth will not lose. Genau. Die gibt halt immer 3000, egal wie viel Leben man hat oder so. Man kann auf Charakteren oder auf Lieder und man kann die Stage damit ausspielen. Also spart man sich sozusagen einen Don. 2 Eltors, wenn man halt auch so aggressiv spielt, ist es auch schon easy hinzubekommen, dass Leute halt bei 2 Leben sind und es countert halt auch Lieder und Charakter. Ja, und man sollte die auch spielen, weil Leute spielen halt um diese Karte herum, weil die nur 3000 gibt. Und dann kannst du auch mit einer Karte blocken. Ah. Ja. Kann man auch mehr spielen. Aber ich spiele ja 2 andere Events noch. Spice. Ja, Red Hawk und Playslice. Red Hawk ist generell gegen Grün gut, auch gegen GP insane. Weil man einfach was removen kann. Und Playslice. Jetzt nur ein One auf Playslice. Ich würde die auch nicht mehrmals spielen, auch wenn die so insane ist. Man hat eigentlich immer was zu resten oder als ein Counter-Turn halt
wenn dich jemand swarmt wie GP, so viele Attacks reinkommen, ist 1k mehr so awkward für ihn, dann, weil er will so aufs Team swingen, dass er nur noch 2Ks brauchst nach dem Event. Und manche missplayen auch und greifen vielleicht nicht mit Zorus Juro zuerst an und dann kannst du sogar den resten. So. Und auch wenn ich die misse, ist nicht so. Das sind jetzt meine One-Offs. Gidatsu ist halt gegen Rayleigh richtig gut und gegen Grün. Am meisten hat man halt nur Zeit, wenn du Second gehst, die auszuspielen. Außer gegen Bonnie, mein Top-Card-Matchup, hat die beide Games mir geholt. Weil ich ihn spiele und dann auch Zeus spiele. Auch wenn ich bei 7 Don gegen Bonnie jetzt keinen Niedereffekt gemacht habe, war es viel wichtiger für mich, Tashigi Cavendish zu schießen, weil er danach keinen Kit spielen kann, weil er keine Dons hat. Also gegen Grün und gegen Rayleigh ist die so gut. Nur ein Viper, obwohl viele Listen jetzt 2 bis 3 spielen. Ich mag halt tote Karten nicht, deswegen nur eine. Hab dafür halt als anderen Viper Gidatsu. Okay. Ja. Was waren dann im Swiss deine Matchups? Achso, okay. Also schnell durchgehen. Erstes Matchup Rayleigh, da habe ich Dice verloren. Ich bin Second gegangen. Ich finde auch, gegen Rayleigh ist nicht so wichtig, ob man Second oder First geht. Ja. Also, ja, da habe ich einfach gemütlich gewonnen. Möchtest du sein, ich erinnere mich auch nicht. Das war das erste Match. Zweites. Dann gegen Shanks habe ich gewonnen. Ich habe Dice gewonnen und da ist zu wichtig, Second zu gehen. Dann gegen Enel gewonnen. Da bin ich First gegangen. Bist du Favorite im Turnier? Oder? Ja, ich bin Favorite im Turnier. Okay. Egal, ob ich First oder Second bin. Aber die beste Kurve ist Second. Weil er kann bei Second halt schon Zeit schinden, dass ich ihn vielleicht finde. Da bin ich First gegangen, weil ich Würfel verloren habe. Dann gegen Rayleigh, mein viertes Game, gewonnen. Da bin ich Dice gewonnen und bin Second gegangen. Halt seine gute Curve weggenommen. Gegen Bonnie dann habe ich verloren, Dice gewonnen, bin First gegangen. Keinen guten Fightstand. Okay. Ich hatte nur Gidatsu gehabt. Low Road gegen schlechtes Matchup. Ja. Genau. Weil, wie gesagt, Gidatsu ist nur gut bei Second oder halt nicht bei 5 Down on Curve gegen Grün. Du willst lieber Lia-Effekt machen. Aber ich hatte leider keinen Kagara. Verloren. Das war mein erster Loss. Dann gegen Enel gewonnen, bin First gegangen, weil ich Dice verloren habe. Dann gegen Smoker gewonnen. Ich habe Dice verloren, aber bin Second gegangen. Ich will sowieso gegen Smoker Second gehen. Okay. Gegen UP habe ich Dice verloren, konnte First gehen. Weil die es nicht wissen. Hab gewonnen. Vorletztes Game, 9. Game, GP Luffy. Habe ich Dice gewonnen, bin ich First gegangen. Also ich muss sagen, bei GP kommt eher darauf an, wie man zieht. Wenn man High rollt, dann ist First besser. Deswegen habe ich First genommen. Achso, nein, warte mal. GP habe ich sogar verloren. Achso. Ja, ey. Letztes Match gegen UP habe ich gewonnen, bin First gegangen. Ja, hat halt nicht genug Counter. Ja, okay. Und deswegen auch lucky noch geschafft, in Top-Card reinzukommen. Ja. Okay. Das heißt, das erste Mal, dass du jetzt auch eine Serie gewonnen hast, ne? Ja, das ist mein erstes Serial. Ich war sonst davor zweimal in Top-Card. Aber immer die erste Runde verloren in Top-Card. Okay. Dankeschön. Danke. Dann viel Glück beim nächsten Mal. Nächstes Mal gewinnst du, oder? Ja, Bis zum Finals.